Wusstest du, dass viele Leute sagen, Deutsch ist gar nicht lustig? Ich finde, das ist total falsch, aber ich verstehe schon, warum das viele denken. Witze klingen auf Deutsch eben anders. Ja, und das größte Problem ist oft, dass man Witze Wort für Wort übersetzt. Dann ist es einfach nicht lustig, sondern nur komisch, aber nicht im guten Sinn. Kennst du das auch? Oder man sagt einen Satz und alle lachen, aber aus einem anderen Grund. Zum Beispiel, ich bin heiß. Ja, da lachen dann viele, und zwar sofort. Hey zusammen und willkommen. Schön, dass ihr da seid. Wir sprechen heute über die lustige Seite der deutschen Sprache und Kultur, also Humor auf Deutsch, Missverständnisse und wie man damit locker umgeht. Genau, wir zeigen euch, wie Humor in Deutschland so tickt. Und wir geben euch einfache Phrasen, damit ihr lachen könnt, ohne euch zu blamieren. Klingt gut, oder? Also, starten wir direkt mit einem Mini-Rollenspiel, ja? Szenario: Du bist auf einer Sommerparty und dir ist sehr warm. Was sagst du auf Deutsch? Ich mach mal den Lerner. Ich sag, ich bin heiß. Und alle so, uff, okay, ruhig bleiben. Haha, genau. Und jetzt die richtige Version: Mir ist heiß, das heißt einfach, dir ist warm. Kein Flirt, keine komische Bedeutung, nur Temperatur. Alles klar, Party gerettet. Und wenn es kalt ist, sagst du dann, mir ist kalt. Das ist das gleiche Muster, ganz einfach. Gut. Nächste lustige Sache, das berühmte Wort Schnitzel. Viele denken, es ist jedes frittierte Essen. Aber Schnitzel ist ein dünnes Stück Fleisch, paniert und gebraten, meistens vom Schwein oder Kalb. Ja, und wenn du sagst, Gemüseschnitzel, dann ist es ein Schnitzel ohne Fleisch, aber es heißt so, weil es paniert ist. Aber Pommes sind kein Schnitzel, Leute. Das ist wichtig, sonst lacht die ganze Runde beim Stammtisch. Apropos Essen, ich habe da eine Geschichte von einem Lerner gehört. Er wollte ein bisschen Wurst probieren und hat am Ende eine riesige Wurstplatte für 10 Leute bestellt. Die ganze Gruppe hat gelacht, aber nett gelacht. Oh ja, ich kenn die Story. Das war einfach ein Missverständnis bei Wurstplatte. Eine Platte ist eine große Auswahl auf einem Brett. Also, wenn du nur probieren willst, sag lieber, kann ich mal ein kleines Stück probieren? Oder ich nehme eine kleine Portion. Genau. Und jetzt noch ein Mini-Rollenspiel im Restaurant. Ich bin die Kellnerin, du bist Gast. Bereit? Klar. Hallo. Ich hätte gern ein Schnitzel mit Kartoffelsalat, bitte. Und, könnte ich auch Wurst probieren? Sehr gut. Ich als Kellnerin sage, ein Schnitzel mit Kartoffelsalat, kommt sofort. Meinen Sie eine kleine Portion Wurst oder eine Wurstplatte? Dann sag ich, nur eine kleine Portion, bitte. Einfach zum Probieren. Und vielleicht noch Öl und Leitungswasser, wenn das okay ist. Perfekt. Das klingt freundlich und klar. Und niemand bekommt plötzlich Essen für eine Fußballmannschaft. So, jetzt kurz zu einer typischen Fehlerfalle, die echt lustig werden kann und könnte. Viele sagen könnte, obwohl kann reicht. Zum Beispiel, ich könnte morgen kommen. Das klingt sehr unsicher, fast wie vielleicht. Ja, und manchmal will man einfach sagen, ich kann morgen kommen, also sicher. Das ist direkter und klarer. Könnte ist höflich, aber kann auch unklar sein. Humor in Deutschland ist oft trocken, also ein bisschen ernst, aber witzig. Man sagt etwas normal, aber meint es ironisch. Zum Beispiel, na toll, wie der Regen. Und alle lachen ein bisschen, weil es so ehrlich ist. Stimmt. Und viele denken,
Deutsche sind immer sehr direkt und vielleicht auch streng. Aber diese Direktheit kann auch lustig sein, weil sie ehrlich ist. Kein großes Drama, nur klare Worte mit einem kleinen Augenzwinkern. Kurzer Tipp. Wenn jemand sagt, na ja, geht so zu deinem Kuchen, ist das vielleicht nicht böse gemeint. Es ist einfach ehrlich. Und ja, manchmal ist das auch witzig, weil es so klar ist. Bevor wir in die zweite Runde gehen, machen wir ein kleines Quiz, okay? Ganz kurz, nur um euch zu wecken. Okay, Leute, Testzeit. Erstens. Was sagst du, wenn dir warm ist? Ich bin heiß oder mir ist heiß? Richtig ist, mir ist heiß. Zweitens, was ist eine Wurstplatte? A. Ein kleines Stück Wurst. B. Eine große Auswahl Wurst auf einem Brett. Antwort? Es ist B, genau. Und drittens. Ich kann morgen kommen und ich könnte morgen kommen. Was ist klarer und sicherer? Ich kann morgen kommen, ist klarer. Sehr gut. Weiter geht's. Es gibt ja auch die große Debatte über Denglisch, also Deutsch plus Englisch. Manche sagen, bloß nicht. Andere sagen, ach, ist doch egal. Ich finde, ein bisschen geht, aber einfaches Deutsch ist oft besser, gerade für Lerner. Total. Machen wir mal ein kurzes Rollenspiel dazu. Du sagst es mit Denglisch, ich sag es danach auf einfach Deutsch. Bereit? Okay, let es machen ein Meeting später, maybe around 2:30, und wir checken dann die Topics. Einfach auf Deutsch, lass uns später ein Treffen machen, vielleicht so um 2:30, und dann besprechen wir die Themen, klingt doch klar, oder? Voll. Und wenn ich sage, can you das mal fixen? Dann sagst du, Kannst du das mal reparieren, oder kannst du das schnell lösen? Das ist sauber und jeder versteht es. Und niemand im Büro rollt die Augen. aber hey, wenn jemand Denglisch benutzt, ist das nicht immer schlimm. Manchmal ist es auch witzig, besonders unter Freunden. Wichtig ist nur, versteht es die Person vor dir? Genau. Humor soll verbinden, nicht trennen. Wenn die Person Denglisch nicht mag, dann sei halt flexibel und wechsle zu einfachem Deutsch. Das ist auch höflich. Noch ein Klassiker bei lustigen Missverständnissen. Ich bin heiß hatten wir schon. Es gibt auch Leute, die sagen im Sommer im Büro sehr laut, ich bin heiß. Und die Kollegen so, das wird dann zur Bürolegende. Sag in so einem Fall lieber, puh, mir ist warm oder, boah, hier ist es echt heiß. Das ist total normal und niemand denkt etwas anderes. Was ich auch liebe, sind spielerische kleine Beleidigungen, die gar nicht böse sind. Zum Beispiel Schnarchnase. Das heißt so viel wie du Trödler. Also jemand ist langsam oder verschlafen. Ja, oder Quatschkopf, das ist auch harmlos. Und alter Schwede ist nur ein Ausruf, so wie wow, kein echter Schwede wird da beleidigt, hoffe ich. Haha, ich hoffe auch. Wichtig ist, sag solche Wörter nur zu Freunden. Bei Fremden kann das falsch klingen, und dann ist es nicht mehr lustig. Noch eine Sache, die oft diskutiert wird, hilft Humor beim Lernen oder macht er alles nur verwirrend? Manche sagen, Witze sind zu schwer. Ich finde, Humor hilft, aber man braucht Kontext. Ja, ich lerne viel mit Serien und Comedy. In Sitcoms hörst du viele Redewendungen, die im echten Leben vorkommen. Du lernst auch, wie Ironie klingt. Die Stimme ist wichtig. Tipp: Schau kurze Clips, nicht gleich eine ganze Stunde. Pausier nach einem Witz und frag dich, warum lacht das Publikum? Ist es ein Wortspiel oder ist es einfach die Situation? Und wenn du lachst, merkst du dir Wörter besser. Ich vergesse nie, wie jemand Schnarchnase in einer Szene gesagt hat.
Seitdem benutze ich das ständig. Naja, vielleicht zu oft. Kommen wir nochmal zu kann und könnte, weil das oft Humor zerstört. Stell dir vor, ich frage, könntest du vielleicht, also wenn du Zeit hast, mir helfen? Das ist sehr vorsichtig. Manchmal lacht der andere und sagt, sag doch einfach, kannst du mir helfen? Genau. Machen wir dazu ein Mini-Rollenspiel am Telefon. Ich bin ich, du bist meine Kollegin. Los geht's. Okay, Klingeling. Hallo Tim, alles gut? Hey Julia, kannst du mir mal kurz mit dem Bericht helfen? Ich komm grad nicht weiter. Klar, kein Problem, ich hab 10 Minuten. Schick's mir einfach, das klingt direkt, freundlich und praktisch. Und die superhöfliche, vielleicht zu weiche Version wäre, könntest du mir eventuell helfen, wenn es nicht stört? Das ist nett, aber naja, ein bisschen umständlich. Genau. Direkt ist nicht böse. Es ist oft nur klar. Und klar kann auch witzig werden, wenn man es trocken sagt. Noch ein Beispiel für trockenen Humor. Jemand zeigt ein total schiefes Regal an der Wand. In Deutschland sagt dann jemand, sieht ja ganz gerade aus. Und alle schmunzeln, weil es obviously schief ist. Oder dieser Klassiker im Büro, wenn der Drucker kaputt ist, ach super, liebe ich, das ist natürlich Ironie. Man hört es am Ton. Achtung auch beim Essen. Wenn du im Restaurant sagst, ich nehme eine Wurstplatte, dann kommt eine große Platte. Wenn du nur probieren willst, sag, nur ein kleines Stück, bitte. Oder eine kleine Portion. Und beim Schnitzel, wenn du nur Gemüse willst, sag klar Gemüseschnitzel oder Schnitzel ohne Fleisch gibt's nicht, außer es steht so auf der Karte. Sonst kommt einfach Fleisch. Sonst ist die Überraschung groß und vielleicht ein bisschen lustig, aber teuer. True. Und wenn du mal einen Fehler machst und alle lachen, lach doch mit. Sag einfach, ups, ich lerne noch. Oder, war ein Witz, naja, fast. Das bricht das Eis. Das ist ein super Punkt. Humor verbindet, gerade wenn man offen ist. Und genau das merkt man in vielen deutschen Gruppen, auch wenn die Leute erstmal still wirken. Kurz zu dieser Denglisch-Diskussion im Netz. Einige Leute finden es schlimm, wenn man Englisch mischt. Andere sind entspannt. Für Lerner ist mein Tipp: erst einfaches Deutsch, dann kannst du später spielen. Ja, bau eine stabile Basis. Dann kannst du mit Wörtern spielen, Wörter verdrehen, kleine Witze machen. Erst sicher laufen, dann tanzen. Noch ein Tipp für Humor verstehen: höher auf die Reaktion. Lachen die Leute kurz und freundlich? Dann ist der Witz okay. Lachen sie seltsam, so, unsicher? Dann frag lieber nach: hab ich das richtig gesagt? Und wenn du mal gar nichts verstehst, sag locker, ich hab den Witz nicht ganz verstanden, kannst du das erklären? Viele Deutsche erklären gern, echt jetzt. Und es ist auch irgendwie witzig, einen Witz zu erklären. Stimmt. Ach, und eine kleine Liste von netten, lustigen Wörtern. Schnarchnase hatten wir, dann Pechvogel für eine Person mit viel Pech und Klugscheißer für jemanden, der zu viel erklärt. Das letzte lieber nur unter Freunden benutzen. Oh ja. Pechvogel ist eigentlich süß. Das sind Wörter, die klingen schon lustig. Das hilft beim Lernen, weil das Ohr Spaß hat. Ich sag auch oft Spaß beiseite, wenn ich nach einem Witz wieder ernst sein will. Das ist praktisch, gerade im Job. Man zeigt, es war nur ein Scherz und jetzt geht's weiter. Übrigens, Sitcoms helfen nicht nur beim Wortschatz. Du lernst auch Kultur. Zum Beispiel, wie man am Tisch kleine Witze macht, ohne unhöflich zu sein. Das ist echtes Training. Und wenn du keine Zeit hast, schau kurze Clips. 1 Minute reicht.
Wiederhol die Sätze laut, spiel sie nach, auch die Ironie im Ton. Das ist Gold. Okay, Minetest Nummer 2, ganz schnell. Was heißt Schnarchnase, nochmal? A. Sehr wütend. B. Ein langsamer, verschlafener Mensch. C. Ein Sportprofi. Eindeutig B. Und Bonus. Wie sagst du, dass du warm hast? Richtig, mir ist heiß. Nicht ich bin heiß. Save the day. Super. Letzter kleines Rollenspiel. Du willst witzig, aber höflich um Hilfe bitten. Wie machst du das? Ich probier's. Hey, kannst du mir mal helfen, bitte? Sonst werde ich noch zur totalen Schnarchnase. Das ist freundlich, klar und hat einen kleinen Witz. Perfekt. Und wenn der andere lacht, habt ihr schon eine gute Stimmung. Dann läuft die Zusammenarbeit leichter. So, jetzt seid ihr dran. Welche lustige deutsche Redewendung habt ihr gelernt, die ihr wirklich benutzt? Oder habt ihr mal was Peinliches gesagt, so wie ich bin heiß? Schreibt uns eure Beispiele in die Kommentare. Wir sammeln die besten und machen vielleicht eine kleine Folge daraus. Humor teilt man am besten zusammen. Wenn euch das gefallen hat, gebt uns gern ein Like. Und abonniert den Kanal, dann verpasst ihr keine Folge, auch nicht die mit den peinlichen Geschichten. Danke fürs Zuhören. Bleibt neugierig, lacht viel und übt einfache Sätze mit einem Lächeln. Bis zum nächsten Mal.